5 Fallen, 2 Experten. Heute dreht sich alles um das Thema Camping. Eine beliebte Urlaubsform, bei der aber auch viele Fallen lauern. Zum Beispiel ein unüberschaubares, verwirrendes Angebot. Langfinger, die es auf unsere Wohnmobile abgesehen haben. Unterschiedliche Regeln auf Campingplätzen. Unsere Experten: Ines Imdahl, Diplompsychologin und Marktforscherin. Sie weiß, was hinter der Faszination des Campings steckt. An ihrer Seite Anwalt Hans-Josef Vogel, der Mann, der auch im Campingdschungel den rechtlichen Durchblick behält. Imdahl und Vogel, 5 Fallen, 2 Experten. Frau Imdahl. Herr Vogel. Camping ist für viele ja so ein echtes Lebensgefühl, so ein Freiheitsgefühl. Das stimmt, aber egal, ob man Anfänger oder Profi ist, es gibt ein paar Dinge, die man beachten sollte, damit der Urlaub kein Reinfall wird. Das stimmt. Unsere 5 Fallen rund ums Thema Camping. Auf geht's! Campingfalle Nummer 1. Das erste Mal. Dieser unglaublich breite, lange Wohnwagen, der muss jetzt gleich irgendwie da längs auf den Platz drauf. Und das probieren wir aus. Haben Sie das schon gemacht? Noch nie, das ist das erste Mal. Achtung! Das erste Mal auf dem Campingplatz. Aline Heckel möchte es mit ihrer Familie ausprobieren. Der Wohnwagen samt Fernbedienung gehört Freunden. Ganz schön aufregend. Und, passt alles? Noch nicht, muss da was mehr zur Säule hin. Das haben wir extra noch schön aufgeladen, die Batterie, dass der uns nicht hier auf der Stelle schlapp macht. Ist das okay so für Sie oder sollte man ein bisschen... Man sollte ein bisschen Abstand halten. Camping. Das bedeutet für viele zurück zu den Ursprüngen. Sich ein Stück Land nehmen, sein Zelt aufschlagen, sich noch mal ganz neu niederlassen. Man könnte fast meinen, da kommen ganz alte Instinkte und Triebe durch. Frau Imdahl? Camper sind nicht triebhafter als andere Menschen, um da einmal einen Bezug drauf zu nehmen. Was Sie sich vorstellen, ist wirklich nochmal zu sagen, ich trete aus der Ordnung der Gesellschaft raus, im Ideal, und zivilisiere mich nochmal von Anfang an. Tja, und bei dieser Neuzivilisation muss man durch einiges durch. Beispiel Kloentsorgung. Muss das immer der Vater machen? Ja. Was wichtig ist, es gibt in jedem Land, wenn man in Europa unterwegs ist, natürlich eigene Regeln, wo man das machen kann. Bei manchen wird eben gesagt, man muss es an einem Campingplatz machen. Es gibt bestimmte Stationen an Autobahnraststätten. Aber was man eben nicht machen darf, ist es einfach irgendwo in den Fluss schütten oder irgendwo auf ein Feld auskippen. Im Hotel müsste man das jetzt nicht machen, ne? Nein, das ist halt das Einzige, was man sagen könnte, ja, ein bisschen nachteilig. Na dann, Augen zu und durch. Da habe ich schon schönere gesehen, auch sauberere. Aber mein Gott. An diesem Punkt wird es vielleicht am deutlichsten, dass man einen Teil der Zivilisation, wie man sie im Alltag gewöhnt ist, hinter sich lässt. Und das möchten eben nicht alle. Ja. Könnten Sie sich Hotelurlaub vorstellen oder machen Sie das ab und zu? Nee, ich bin gar kein Hotelurlaub-Fan. Ja, hier kann ich mir meine Zeit so einteilen, wie ich möchte. Tja, das stimmt natürlich. Und eins steht fest: Camping boomt. Laut Statistischem Bundesamt gab es 2019 in Deutschland mehr als 3000 geöffnete Campingplätze. Mit über 225.000 Stellplätzen. Wahnsinn! Und was ist Campern bei der Auswahl des Campingplatzes am wichtigsten? An Platz 1 die Sanitäreinrichtungen. An Platz 2 funktionierendes Internet. Und an Platz 3 der Brötchenservice. Und an solchen Versprechungen muss sich ein Campingplatz dann auch messen lassen. Herr Vogel? Auch wenn der Campingurlaub ganz typisch keine Pauschalreise ist, heißt das nicht, dass der Urlauber rechtlos ist. Denn natürlich ist das eine Art Mietvertrag. Und wenn der Campingplatzbetreiber zum Beispiel verspricht, es gibt bestimmte Einrichtungen, sanitäre Einrichtungen, es gibt einen Pool, es gibt ein Restaurant, es gibt einen Supermarkt vor Ort und das tatsächlich nicht vorliegt, dann kann ich als Kunde natürlich auch Geld zurückverlangen. Was gerade beim ersten Mal für viele auch gewöhnungsbedürftig ist, ist die veränderte Schlafsituation. Damit muss man erst mal klarkommen.
So auch das Ehepaar Erbslö aus Meerbusch. Und wie war die erste Nacht im Wohnmobil? Ja, das war schon ein bisschen anstrengend, muss ich sagen, dass das funktioniert. Die Füße stoßen da unten an die Küche. Die Breite ist nicht so. Ich glaube, wir müssen ein größeres kaufen. Ich habe mein Knie hier im Fenster. Wenn ich mich rumdrehe, klack. Es ist genau das, was Sie suchen, das Aufbrechen der Selbstverständlichkeiten. Man hat normalerweise genügend Platz für die Beine, die Füße. Jetzt ist es auf einmal nicht mehr da. Und dann macht man sich noch mal bewusst, wie schön das Leben eigentlich ist und nimmt gerne die Reduktionen, auch als Urlaub, für sich in Kauf. Reduktion schön und gut. Aber was ist eigentlich, wenn mein Nachbar rund um die Uhr Party macht? Die Ruhezeiten sind geregelt in der jeweiligen sogenannten Campingplatzordnung. Und an die muss man sich halten. Egal ob Anfänger oder Profi. Herr Vogel? Herr Vogel! Wenn ich mich nicht an die Regeln halte, die der Campingplatzbetreiber aufstellt, dann kommt natürlich nicht die Polizei oder das Ordnungsamt. Aber der Campingplatzbetreiber kann zur Not sogar kündigen. Er kann mich auffordern, mich ordnungsgemäß zu verhalten. Und wenn ich das nicht tue, kann er mich tatsächlich des Stellplatzes verweisen. Er hat ein Hausrecht. Grenzenlos ist die Freiheit dann eben doch nicht. Auch nicht auf dem Campingplatz. Es ist nicht ordnungslos, ist auch gar nicht mal so frei, wie man immer meint auf den Campingplätzen. Aber man geht einen Schritt zurück und ordnet es sich noch mal neu, fängt noch mal neu an mit einem eigenständigen Zivilisationsprozess. Kommen wir zur Campingfalle Nummer 2. Die Qual der Wahl. Und somit zur Frage, für welches Gefährt soll man sich eigentlich entscheiden? Das Angebot an Campingmobilen kann einen wirklich erschlagen. Neu oder gebraucht, Anhänger, Karawan oder doch vielleicht der gute alte Bulli? Fragen über Fragen. Frau Imdahl? Und dann aber auch die vielleicht etwas tiefenpsychologischere Frage, was brauche ich eigentlich alles, um mich neu zu zivilisieren? Wie viel muss da drin sein? Auf wie viel kann ich verzichten? Und wofür möchte ich extra zahlen? Möchte ich den Fernseher haben? Wie viel normale Toilette möchte ich haben? Wie viel Badezimmer möchte ich haben? Nina und Daniel aus Mahl hatten sich für einen Gebrauchten entschieden. Ein Van für 12.000 €. 240.000 Kilometer war er schon gefahren und sah natürlich auch entsprechend aus. Doch sie hatten sich in ihn verguckt und gaben ihm auch gleich einen Namen: Harry. Leider kam bereits nach wenigen Wochen die böse Überraschung. Der Campervan musste in die Werkstatt. Wir haben so ein kleines Problem mit unserem Harry. Und zwar ist er gerade in der Reha-Klinik. Harry hat heute Morgen, als ich damit zur Arbeit fahren wollte, gesagt, ich verliere einfach mal die Hälfte von dem Öl, das in meinem Motorraum ist. Als er angerufen hat und gesagt hat, die Bremsen sind auch runter, habe ich so, was? Wieso? Weil der hat ja neue Reifen gekriegt Anfang Januar. Aber Reifen und Bremsen sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja, aber da hätte man das ja doch schon sehen können. So denke ich das dann immer. Ich habe ja keine Ahnung. Wer ein Gefühl von Unsicherheit hat oder vielleicht noch nie ein Wohnmobil gekauft hat, da kann es auch durchaus sinnvoll sein, mit dem Verkäufer zu sprechen und zu sagen, können wir den Wagen mal zum TÜV fahren? Können wir den mal untersuchen lassen? Kann ich mal mit einem Gutachter da hingehen? Und die paar Euro, die ich für den Gutachter oder für den TÜV ausgebe, die können sich wirklich bezahlt machen. Auch Nina und Daniel mussten 600 € für die Reparatur hinblättern. Lehrgeld. 5, 6. Und sie legten auch noch ordentlich selbst Hand an. Stichwort Do It Yourself. Unser Einzimmer, Küche, Lenkrad, Bad. Tada! Das ist das Innere von unserem Harry. Unser selbstgebautes Waschbecken. Das ist eine Salatschüssel eigentlich. Selber tüfteln und selber bauen ist auch im Campingbereich ein Riesentrend. Ein Werk von vorne bis hinten fertig machen, das kann uns in unserem stressigen Alltag richtig glücklich machen. Beautiful. Hier gibt es einen weiteren Vorteil. Ich kann das Werk überall mit hinnehmen. Das gilt ja nicht für alle Do-it-yourself-Tätigkeiten. Und mich darin wohlfühlen und sagen, das habe ich geschaffen und ich kann mein Schneckenhaus auch noch mit mir rumtransportieren.
Eins steht fest: Die Lust am Campen ist so groß wie nie. Laut einer Umfrage gehen mittlerweile fast 12 Millionen Deutsche campen. Allein 2020 gab es über 106.000 Zulassungen von Caravans und Reisemobilen. Mehr als doppelt so viel wie noch 5 Jahre zuvor. Und in welchem Bundesland gibt es wohl die meisten Campinggefährte? Tatsächlich in Nordrhein-Westfalen. Mehr als 120.000 Wohnmobile sind hier zugelassen. Herr Vogel? Es gibt ja auch sehr einfache Möglichkeiten, diese Angebotsvielfalt erstmal auszutesten. Nämlich einfach mal so ein Wohnmobil mieten. Bevor man da Riesensummen ausgibt, einfach mal probieren, macht mir das Spaß? Fahre ich so gerne Auto, bin ich so gerne mit dem Wohnmobil unterwegs? Und dann einfach mal einen Urlaub ausprobieren, bevor man sich in den Dschungel begibt der Angebote. Und zum Angebot dazu gesellt sich auch immer mehr das sogenannte Glamping, also die Mischung zwischen Glamour und Camping. Sehen und gesehen werden, ein bisschen wie mit den Booten im Yachthafen. Da gibt es auch hier alle Größen und Preisklassen. Bis hin zu den riesigen, großen Wohnmobilen, die wirklich mehr kosten als ein Einfamilienhaus, als ein durchschnittliches, also dann schon in die Millionenbereiche geht, wo man sagen kann, das sind die Kreuzfahrtschiffe der Straße. Eines dieser Kreuzfahrtschiffe der Straße hat sich Daniel Assmann mal genauer angeschaut. Ein Luxusliner mit allem Pipapo. Toilette ist natürlich auch eine Luxustoilette mit Popomat. Was heißt das? Ja, Popomat hat zum Beispiel eine beheizte Brille, Geruchsabsaugung, ist richtig Porzellan. Wir wundern uns in Deutschland über sowas. In Japan ist das und in Südkorea in jedem einfachen Hotel Standard. Ich hab's nicht. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass ich es in ein Wohnmobil, wenn ich denn eins hätte, einbauen würde. Aber wer Spaß dran hat, gerne. Wichtig ist ja fürs Camping immer, wie viel Liter haben wir denn? 350 Liter. Können da rein? Können da rein. Ne? Und den muss man erstmal voll machen. Ja. Das sieht ja auch interessant aus hier, das Ding. Wie weit ist er jetzt? Wie viel haben wir jetzt hier? Wie viel Prozent? Der ist jetzt in der Endmontage. Ich würde mal sagen, 80% ist er fertig. Ja. Da kann man daran sehen, weil die Außenhaut gerade abgeschliffen wird. Ja. Der ist komplett lackiert. Wird aber noch mal komplett matt runtergeschliffen und dann von Hand wieder hochpoliert. Boah. Ist eine Mörderarbeit, dauert ungefähr 14 Tage mit 2 Mann. Ja. Aber das Resultat ist dann natürlich super top. Ja. Das ist wie so ein Puppenhäuschen gerade. Ja, genau. Hier fehlen die Seitenklappen noch. Ja. Aber da kann man mal sehen, dass hier drunter wirklich nichts ist. Das ist ein leerer Raum. Das wird die Garage, und ne? Das wird die Garage, ja. Okay. Ja, komm, wir gehen mal rein. Also, das kann ich mir jetzt noch nicht so vorstellen, dass hier hinter der schönste Urlaub der Welt drin passieren soll. Ja, so in dem Zustand natürlich nicht, aber im Endzustand schon. Was sind das für Leute, die sowas kaufen? Ja, was sind das für Leute, die sowas kaufen? Das sind eigentlich ganz normale Leute. Mit ein bisschen mehr Mitteln, sag ich mal. Hauptsächlich Geschäftsleute, die ihren Urlaub gar nicht so planen können. Das ist ja das Schöne daran. Ne? Kostet ab 1 Million aufwärts. Und was war so das teuerste, was ihr gebaut habt? Ja, geht über 2 Millionen Euro. Boah. Ja. Wer hat das gekauft? War ein Prominenter. Dann sieht er aber noch ein bisschen anders aus. Der sieht dann aus wie ein Bus, ist aber genauso exklusiv gebaut, um so ein bisschen unerkannt zu bleiben. Ja, weil nach dem Bus guckt nie einer hin. Ja, ist richtig. Aber wenn du mit so einem Reisemobil ankommst, dann geht an der Tankstelle schon los, wenn du die Tür aufmachst. Ja, das stimmt. Darf ich mal gucken. Ja. Und soll ich dir was sagen? Es hat funktioniert. Mich erkennt keiner. Ja. Kommen wir zur Campingfalle Nummer 3. Die Sicherheit. Das Ende einer Urlaubsfahrt. Jedes Jahr gibt es wieder solche Bilder. Schwere Unfälle mit Wohnmobilen und Anhängern, vor allem zur Ferienzeit. Ein Grund? Überladung. Wie gefährlich das sein kann, zeigen Crashtests, hier durchgeführt von der Unfallforschung der Versicherer. Schon bei 70 Stundenkilometern kann es zu schlimmsten Verletzungen kommen. Der Bremsweg nimmt kein Ende, auch weil viel zu viel Gepäck dabei ist. Dieser Crashtest war so angelegt, dass er das widerspiegelt, was wir bei den Realunfällen auch gesehen haben. Und das heißt, dass hinten tatsächlich sich auch Personen aufhalten, dass die oft nicht gesichert sind. Da steht Geschirr herum, da stehen Wasserkästen herum. Viele Menschen haben das Gefühl, es handelt sich um eine Art Schneckenhaus, was sich so mittransportieren kann. Das ist in sich geschlossen, eine Kapsel, die man für sicher hält. Dass da drinnen auch Geschosse entstehen können, weil sie nicht gesichert sind, macht man sich
nicht so klar, insbesondere weil man denkt, oh, ich fahre ja nun mal ganz kurz auf den nächsten Campingplatz. Eine echte Falle. Selbst an der Beladungsgrenze ist der Bremsweg viel länger als beim Pkw. Und die gefährliche Ladung wird zur tödlichen Gefahr für sich und für andere. Natürlich, die Haftpflichtversicherung, die muss bezahlen. Aber wenn jetzt zum Beispiel ein Mensch zu Schaden kommt, dann ist eine Strafbarkeit wegen fahrlässiger Körperverletzung oder in den ganz schlimmen Fällen auch einer fahrlässigen Tötung ja gar nicht so weit. Denn es ist fahrlässig, die Ladung im Innenraum so zu befestigen, dass tatsächlich dort ein Risiko auftritt. Regelmäßig überprüft die Polizei in Sonderkontrollen die Ladung von Wohnmobilen und Caravans. Ist sie ordentlich gesichert? Und was ist mit dem zulässigen Gesamtgewicht? Wer sich nicht an die Vorgaben hält, dem drohen Bußgelder. Und das ist noch nicht alles. Herr Vogel? Im schlimmsten Fall wird das Fahrzeug stillgelegt. Weil wenn es zu schwer ist, kann ich es nicht weiter bewegen. Also muss ich mich entscheiden, was lasse ich da, wie verringere ich Gewicht. Ein weiteres Problem, die fehlende Routine. Jörg Hesse und sein Sohn fahren hier gerade zum ersten Mal ihr neues Wohnwagengespann. So auf die Kreuzung gerade zu fahren. Ja. Linker, rechts. Da ist alles noch etwas ungewohnt. Ich finde, ich fahre gut. Ja, fährst du. Alles gut. Du bist vorhin auf dem Bordstein da den einen. Alles gut. Habe ich einen Bordstein mitgenommen? Ja. Gar nicht gemerkt. Dieser Riesenunterschied zwischen einem Pkw und dann dem Wohnmobil, das ist natürlich eine Falle, zu glauben, man setzt sich ein- oder zweimal im Jahr daran und ist dann genauso sicher im Straßenverkehr mit diesem Gefährt wie mit dem normalen Pkw. Was aber helfen kann? Regelmäßige Fahrsicherheitstrainings. An rund 150 Standorten in Deutschland werden sie angeboten. Auch Monika Take-Schlimm aus Niedersachsen ist heute in ihrem roten Flitzer mit dabei. Was aufgeregt bin ich hier vom Fahren. Ich bin das Ding erst zweimal gefahren, bei uns in der Gegend. Aber ich habe mich angemeldet, weil ich will auch alleine fahren. Mein Mann muss nämlich noch arbeiten und ich bin Rentner. Und dann will ich durch die Welt kutschen. Ihren Mann hat sie heute aber trotzdem neben sich dabei. Er mimt den Kommandogeber. Erste Aufgabe, plötzlich bremsen. Ich scheiß mir in die Hose. Weiterfahren, weiter. Bremse, bitte. So, dann komme ich jetzt noch mal zu dir. Das war zu spät. Nein, es war nicht zu spät. Nur die Automatisierung führt dazu, dass man richtig reagiert. Nicht das Wissen. Man muss automatisch so reagieren. Man hat nicht Zeit, sich zu überlegen in einer solchen Situation, was musste ich noch mal tun? Wie war das noch mal? Sollte ich jetzt bremsen oder vielleicht lieber ausweichen? Das darf nicht passieren. Deswegen ist die Übung, die permanente Übung so wichtig. Du wartest so lange, bis du das Stopp von ihm hörst. Gut, okay. Vertrau ihm. Einmal, das baut auch so eine Beziehung auf. Nach 30 Jahren. Man kann im Grunde über ein solches gemeinsames Sicherheitstraining lernen, auf die Signale des Partners zu achten. Und der Partner kann lernen, nur Signale in Situationen zu geben, wo sie zwingend erforderlich sind und ansonsten dies nicht zu tun. Das kostet Überwindung. Ja, natürlich. Das ist ja Das kostet echt Überwindung. Die sich aber lohnt. Nach 8 Stunden Intensivtraining mit vielen weiteren Übungen gibt es am Ende neben mehr Sicherheit und jeder Menge Glückshormone die verdiente Urkunde für Frau Take-Schlimm. Und wie ist es? Ach, ist richtig gut. Prima, so soll's sein. Na dann, gute Fahrt. Campingfalle Nummer 4. Beliebte Beute. Tja, hier stand er mal, der Wohnwagen von René Pilger aus St. Augustin. Doch eines Morgens war er einfach weg. Spurlos verschwunden, das Riesenteil. 10 Meter lang und 2,5 Meter breit. Wert 45.000 €. Einfach weg. Man kann es eigentlich in dem Moment gar nicht realisieren. Ne? Für mich kam das ja sowieso erst später. Ich habe das eigentlich immer gehofft, dass der Anruf kommt, wir haben einen und gut ist, aber leider nein. Also man muss sich von dieser Vorstellung verabschieden, dass Wohnmobile typischerweise von irgendjemandem so gerade mal nebenbei geklaut werden, weil er gerade ein Auto braucht. Nein, das sind professionelle Banden typischerweise, die mit sehr viel Überlegung vorgehen, die zum Teil auf Bestellung die Autos klauen und dann ins Ausland verbringen. Auf diesem Platz hatte René Pilger den Wohnwagen geparkt.
Eigentlich top gesichert. Doch das brachte in dem Fall leider nichts. Wir haben ja 4 Reifen, haben auf jeder Seite dann im Grunde eine Parkhalle dran gemacht. Und ja, wie man sieht, schön irgendwie aufgehebelt. Dann hatten wir noch ein Deichselschloss vorne drauf, was aber spurlos verschwunden ist, also ganz komisch. Dann war der halt mit einer Sicherheitskette noch durch die Felgen, an den Radkrallen und an einem anderen Anhänger noch mit befestigt. So war der eigentlich wie Fort Knox, kann man wirklich sagen, ne? Gesichert. Was erschüttert uns jetzt so besonders daran? Es ist nicht beeinflussbar. Wir werden bestohlen ohne unser Zutun. Und das wirft uns wirklich in einen Zustand zurück, wo wir das Gefühl haben, oh, wir können nicht alles im Leben bestimmen. Wir werden auch mal einfach ausgehebelt und ausgenockt in dem Fall. Und das tut uns seelisch richtig weh. Auch Klaus und Doris Kanschik haben eigentlich nichts falsch gemacht. Sie hatten ihren Wagen auf einem gesicherten Platz abgestellt. Und dann kam ich da das Tor rein und dachte, da hinten der Platz ist so leer und da müsste er eigentlich stehen. Und dann bin ich hier hingefahren und habe es gar nicht glauben können. Und ja, er war weg. Der Wohnwagen selbst war erst 2 Monate alt. Die Kanschiks hatten gerade mal einen herrlichen Wanderurlaub in Südtirol gemacht. Es war die erste und wohl auch die letzte Reise mit ihrem Wohnwagen. Die Täter haben inzwischen sehr genau festgestellt, dass gerade teure Wohnmobile ja nicht einfach irgendwo an der Straßenecke abgestellt werden. Warum? Ich darf sie ja gar nicht. Ich darf da nicht dauerhaft parken. Also gibt es meist etwas außerhalb liegende Bereiche, wo Karawane oder Wohnmobile dauerhaft geparkt werden. Klaus Kanschik konnte den Diebstahl nur bei der Polizei melden. Mehr blieb ihm nicht übrig. Der große Schock kommt dann eigentlich erst, wenn man wieder zu Hause ist. Ne? Wenn man merkt, was man da alles mit verloren hat. Ne? Das Reisetagebuch zum Beispiel, dass man ja, dann einfach vermisst, auch wenn man alle Reisen selber gemacht hat. Aber man hat das eingetragen, um es nachlesen zu können. Und kein Mensch kann was mit anfangen, aber für uns ist es verloren. Es gibt Dinge, die haben keinerlei materiellen Wert, aber einen hohen emotionalen Wert, eine hohe Bedeutung. Wenn diese verloren geht, dann ist es so, als ob ein Stück Leben, ein Stück Persönlichkeit aus einem herausgerissen wurde. Die gute Nachricht, die Versicherung übernahm im Fall der Kanschiks den Schaden. So war es auch bei René Pilger. Die Versicherung zahlte zügig. Er konnte sich ein neues Gefährt kaufen, mit dem er natürlich wieder campen wird. Apropos Versicherung. Auch hier stand einmal ein Wohnmobil, nämlich dieses hier. Doch als die Besitzer in den Urlaub aufbrechen wollten, war der Parkplatz leer. Besonders bitter, es war schon voll bepackt, samt Reisepässen und Bargeld. Das Stehlen von gepackten Fahrzeugen hat natürlich auch ein versicherungsrechtliches Problem. Denn nicht mit dem Fahrzeug, nicht mit dem Wohnmobil fest verbundene Gegenstände, die sind von der Kfz-Versicherung, von der Diebstahlsversicherung gar nicht umfasst. Und dann kann man sich vielleicht streiten, was ist mit der Hausratversicherung, ob die sagt, ich bezahle, oder ob die Versicherung sagt, man sollte die Sachen da nicht unbewacht über Nacht einfach so drin stehen lassen. Man kann offenbar nicht vorsichtig genug sein. Eins steht fest, eine 100%ige Sicherheit gibt es nicht. Aber je mehr Absicherungssysteme man nutzt, desto schwerer macht man es zumindest den Dieben. Auch versteckt verbaute GPS-Tracker können helfen, um den Wohnwagen bei einem Diebstahl zumindest orten zu können. Schauen wir mal, wo Camper 2020 laut einer Umfrage am liebsten hinfuhren. An Platz 3 Österreich. An Platz 2 Italien. Und an Platz 1 die Ostsee. Und mit wem verreisen Camper am liebsten? 81% der Befragten sagten mit dem Partner. 26% sagten mit der Familie. Und 21,5% sagten mit dem Hund. Unsere letzte Falle. Camper essen. Angrillen, alle mal herkommen. Essen ist gleich fertig. Campen und Grillen. Für viele gehört das einfach zusammen. Warum eigentlich, Frau Imdahl? Grillen ist natürlich eine der wichtigen Urformen der Zivilisation. Wir haben angefangen, Feuer zu machen und dann haben da Fleisch drauf gegrillt. Deswegen passt es so gut zum Campingplatz. Erstmal aufbauen lassen. So, und dann geht man mal rüber und sagt, guten Tag, ich bin der und der.
Und ja, meistens mit Bierchen oder einen kleinen kurzen dabei. Und jetzt haben wir gerade Fleisch über gehabt. Da geht man mit Fleisch rüber. Tja, so läuft das auf dem Campingplatz. Gerade für Dauercamper gehört der Grill einfach dazu. Das haben auch die Hersteller erkannt. Immer mehr Modelle, immer mehr Möglichkeiten. Wie bei den Wohnmobilen gibt es auch beim Grill keine Grenzen nach oben. Sogar der Grill ist in der heutigen Zeit ein Statussymbol geworden. Wir haben auch da angefangen mit dem kleinen Feuer, dem offenen Grill, wo drauf gegrillt wird. Dann kam der Kugelgrill, um das noch besser zu verteilen. Und dann ist es eben wirklich in ein riesiges Marketing gegangen. Doch wie ist das eigentlich mit dem Grillen auf dem Campingplatz? Das ist ja schon in der Nachbarschaft nicht einheitlich geregelt. Auch auf dem Campingplatz können die jeweiligen Hausordnungen sehr unterschiedlich sein. Also besser vorher fragen. Herr Vogel? Der Betreiber des Campingplatzes könnte natürlich auch das Grillen komplett ausschließen. Ob das eine vernünftige Entscheidung ist und er diesen Platz füllen kann, das weiß ich nicht. Aber je nachdem, wo der Campingplatz ist, je nachdem, wie die Waldbrandgefahr ist, wird es natürlich zu Einschränkungen kommen, die mit Funkenflug verbunden sind, einfach um die Brandgefahr zu reduzieren. Auf diesem Campingplatz in Lindlar ist Grillen jedenfalls erlaubt. Ernährungswissenschaftlerin Anja Tanners und Servicezeitärztin Eileen Urmersbach wollten den Campern mal auf Teller und Grill schauen. Was duftet denn hier so super schön? Bauchfleisch. Einmal gucken kommen. Da geht's schon rund auf dem Grill, ne? Ja. Also es sieht sehr lecker aus, aber kommt da noch was dazu? Heute nicht, sondern nur das, was jetzt alles noch auf dem Tisch steht. Tomaten sind schon mal sehr, sehr schön. Es gibt zwischendurch ein bisschen Gemüse am Grill. Hey! Ja, okay. Hey, ein bisschen Gemüse! Ja. Tja, aber bei den meisten gibt es Fleisch. 600 Gramm pro Woche raten Ernährungswissenschaftler sind okay. Doch die meisten, vor allem Männer, essen im Schnitt über 1 Kilo Fleisch pro Woche. Und beim Campen offenbar besonders gern. Frau Imdahl? Viel Fett, viel Fleisch, viel heiß, ein bisschen verkohlt. Das ist das, was zum Urlaub passt, weil wir die Vorstellung haben, das ist der Anfang unserer Zivilisation gewesen. Unbewusst sicher, aber deswegen im Campingurlaub so viel. Den Salat sehe ich. Ja. Ist ja super. Dosen haben Sie auch dabei? Nee. Cool. Stattdessen gibt es bei diesen Campern Tortilla mit Gemüse. Das sieht sehr lecker aus. Tja, auch das ist Camperessen. Meistens ist es aber so, dass man von seinen grundsätzlichen Ernährungsverhalten im Urlaub nicht dramatisch abweicht. Vielleicht ein bisschen mehr Grillen, ein bisschen mehr Fleisch. Aber wer zu Hause viel Gemüse isst, wird es wahrscheinlich im Urlaub nicht ganz missen wollen. Eine wunderschöne Forelle habe ich hier für euch mitgebracht. Eine einfache Alternative, gerade auch für den Grill. Und zack, da rein. Von innen gesalzen und mit Rosmarin, Thymian und mit Zitrone gefüllt. Nur 5 bis 6 Minuten von jeder Seite grillen, fertig. Dazu gibt's frisches, buntes Gemüse, schonend gegart. Das ist ein kleiner Campingbackofen und den kann man auf so einem Gaskocher ganz schnell einsetzen und kann da drin dann Gemüse zubereiten wie so ein Ofengemüse. Coole Idee. Der nächste Urlaub kann also kommen. Und wer die Fallen kennt, die beim Camping lauern, der kann sie auch besser umfahren. Frau Imdahl. Herr Vogel. Ich verrate Ihnen jetzt ein Geheimnis. Bin gespannt. Ich habe mir gedacht, wenn meine Frau und ich nicht mehr arbeiten, dann verkaufen wir alles, kaufen uns ein Wohnmobil, fahren durch Europa. Und wenn wir ein Dach über dem Kopf brauchen, überfallen wir eins unserer Kinder. Träume sind was Wunderbares. Aber weiß Ihre Frau davon? Nein, noch nicht. Aber ich glaube, ich muss jetzt mal mit ihr reden. Auf bald. Auf bald.